Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Be a Mover Talk. Ihr wisst ja, Be a Mover, das sind Menschen in diesem Talk, die etwas verändern wollen, die eine Idee haben für die Zukunft, die einfach vorankommen wollen. Nicht nur mit sich selbst, sondern auch in unserer Gesellschaft, unserer Firma, all dem. Wir haben heute einen ganz besonders interessanten Gast da, Jan Krönig. Herzlich willkommen, Jan. Hallo. Wir arbeiten schon eine Weile zusammen, deswegen duzen wir uns. Und der Jan ist der Konzernstratege der Daimler Truck AG. Manchmal fragen Leute, wozu braucht man Strategen? Das wäre auch meine erste Frage, Jan. Wie wird man eigentlich Stratege? Also wie man Stratege wird, ist wahrscheinlich unterschiedlich. Vielleicht zuerst, für was brauche ich eine Strategie im Konzern? Eine Strategie gibt ein Bild der Zukunft, der relevanten Zukunft des Unternehmensumfeldes und beschreibt dann den Weg dorthin, den du einschlagen solltest, um ein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu begleiten. Und das ist in einer Transformation, in der wir uns im Truck befinden, besonders wichtig, weil dort hast du unterschiedliche, viele Entscheidungen, die du treffen musst. Und dann ist es wichtig, ein Zielbild zu haben, eine Strategie, um eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bist du sozusagen Zukunftsforscher der Daimler Truck AG? Zukunftsforscher wäre vielleicht zu esoterisch, aber ja, es hat was damit zu tun, die Trends zu verstehen, sowohl gesellschaftliche Trends als auch technologische Trends, wirtschaftliche Trends, aber dann immer diese Trends überzuleiten in Form, was ist bedeutend für die Truckindustrie in unserem Fall und was ist dann noch viel wichtiger, wichtig für uns. Dann habe ich bei manchen Trendscouts, die so in den Medien rumlaufen, das Gefühl, das ist viel heiße Luft und wenig Substanz. Wie hast du dich für diesen Job qualifiziert? Das setzt ja voraus, dass du ein sehr breites Wissensspektrum hast, dass du sehr gut über die Industrie Bescheid weißt, aber auch über die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Wie machst du das? Bei mir persönlich war das so, ich bin jetzt 20 Jahre im Konzern und habe in der Tat unterschiedlichste Funktionen kennengelernt. Ich war im Vertrieb bei Mercedes-Benz Trucks. Ich habe das Solutions-Geschäft, das Charterbay-Geschäft international bei Mercedes-Benz Truck geleitet, war im Einkauf, im After-Sales in Nordamerika und in Europa. Und das ist etwas, was sehr viele Perspektiven sowohl von Kundenseite als auch von Technologieseite, von Lieferantenseite zusammenbringt, die dann Erfahrung aufbauen, all das, genau was du sagtest, die Trends dann auch zu übersetzen, was sie für uns als Unternehmen bedeuten. Tauschst du dich da auch mit Kollegen von anderen Konzernen aus? Natürlich nicht in unserer Industrie, also nicht in der Truckindustrie, aber mit anderen Strategen, die in anderen Industrien sind. Ja, wir tauschen uns auch mit Universitäten aus, die eben Schwerpunkt Logistik, Transport haben, um zu verstehen, wie die unsere Industrie und wie die unser Unternehmen sehen. Nun sind wir ja ein global operierendes Unternehmen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite zum Beispiel Freightliner in den USA, wo wir viel Geld verdienen. Ja. Und auf der anderen Seite Fuso in Japan, wo wir nicht so viel Geld verdienen. Aber das sind ja ganz unterschiedliche Kulturen und auch ganz unterschiedliche Märkte. Wie schaffst du es, da eine vernünftige Beurteilung hinzukriegen? Wie weißt du was über die Märkte? Gut, da ist es nochmal wichtig, also da bringe ich natürlich hier und da persönliche Erfahrung mit, aber da ist es dann wichtig, die richtigen Leute genau in diesen Regionen zu haben. Das haben wir, also wir haben dann Strategiefunktionen in Nordamerika, bei DTNA, in Asien und dort schauen wir uns dann einmal die globalen Trends an, aber dann, was ist bedeutend in den Regionen. Da sehen wir unterschiedliche Geschwindigkeiten, zum Beispiel in der Dekarbonisierung in Asien, Nordamerika und Europa. Da sehen wir unterschiedliche Verfügbarkeiten von Infrastruktur und das formt dann eben den Weg, den du in einer Transformation, in einer Strategie beschreitest. Nun geht es ja ganz knallhart in den nächsten Jahren darum, wie ersetzen wir den Diesel weitgehend. Im Moment ja die effizienteste Form, Energie zu speichern, um den Truck voranzutreiben. Wir reden über Wasserstoff. Gestern haben wir die Wasserstofftankstelle aufgemacht. In Leinfelden-Echterdingen wollte ich schon sagen, nein, in Wörth. Und wir reden natürlich auch über Batterien. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Formen der Energiespeicherung. Wie gehst du damit um? Und du musst ja auch eine Evaluation machen letztlich, dass wir das oder das oder das machen sollen. Ja. Gut, also da hast du absolut recht. Es gibt da ein großes Ziel, das ist die Dekarbonisierung des Transports, wo wir einen unheimlich wichtigen Beitrag zu leisten haben. Und dann geht es darum, das für den Kunden so bereitzustellen, dass er seinen Transportzweck nach wie vor so fortführen kann, wie er es tut. Und dann kommst du eigentlich sehr schnell drauf, dass es leider nicht so einfach ist, dass du eine Technologie hast, zum Beispiel Batterie, sondern eben zwei. Weil du hast beim Wasserstoff die Möglichkeit, gerade mit flüssigem Wasserstoff, was wir in Wörth gezeigt haben, sehr viel Energie in Form von flüssigem Wasserstoff
auch an dem Fahrzeug zu speichern und kriegst deswegen lange Reichweiten hin. Ja? Bei der Batterie kriegst du nicht ganz so lange Reichweiten hin, ja? Und dafür brauchst du eben dann keinen Betriebsstoff Wasserstoff, sondern Energie, also Strom. Und insofern hast du in unterschiedlichen Einsatzzwecken unterschiedliche Technologien, die dich weiterbringen. Gut, und dann hast du eben auf der anderen Seite die Verfügbarkeit der Infrastruktur, also auf der einen Seite Wasserstoff, der zurzeit natürlich verfügbar ist in Europa, aber nicht in der Menge, die wir benötigen. Deswegen hatten wir auch jetzt vor 2 Wochen mit Mazda eine Kooperation vereinbart, uns darum zu kümmern. Und du hast einen Strom, der überall verfügbar ist, ja, aber eben in Form von Skalierung, also das Stromnetz aufzubauen, liest man, glaube ich, auch fast jeden Tag in der Zeitung, die Ladesäulen aufzubauen, dann Limitierung hat in der Skalierung, also dort in die großen Stückzahlen zu gehen. Du hast ein interessantes Stichwort genannt, Mazda. Was ist das eigentlich und warum haben wir mit denen, sage ich mal, eine Absichtserklärung für grünen Wasserstoff in einer großen Größenordnung getroffen? Gut, warum haben wir das gemacht? Wir wollen damit das Henne-Ei-Problem auflösen, ja, dass wir sagen, okay, du brauchst für Wasserstoffmotoren und Wasserstoff-Fuel-Cells brauchst du Wasserstoff. Und solange du nicht weißt, dass du den kriegst, ja, wird es schwer, diese Technologien zu entwickeln. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen einen Partner haben, der uns diese Infrastruktur sicher und planbar zur Verfügung stellt. Und der sich eben auch um die Herstellung kümmert, um die Logistikkette des Wasserstoffs kümmert und die Verfügbarkeit in dem Fall Europa. Und damit erreichen wir jetzt eine Planbarkeit, dass wir eben darauf auch unsere Fahrzeug-Roadmap aufbauen können. Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Mazda? Das weiß nicht jeder. Mazda ist ein großes Energieunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Abu Dhabi, die eben sehr stark in grüne Energie und grünen Wasserstoff in dieser Region, aber auch in Europa investieren. Und wie kommt der grüne Wasserstoff dann zu uns? Der wird also einmal dort unten mit grüner Energie, also mit Solarzellen und Windenergie hergestellt, wird dann verflüssigt und kommt dann per Schiff nach Europa an einen der großen Häfen und wird dann als flüssiger Wasserstoff in die jeweiligen Tankstellen gefahren. Sind das diese sogenannten LNG-Terminals, über die immer geredet wird? Das also sind von der Art her ähnliche Terminals, aber sind spezifisch dann für Wasserstoff. Nun kriegen wir in Deutschland ja noch nicht mal den grünen Strom runter vom Norden, wo die Windenergie zu Hause ist, da komme ich her, und runter in den Süden, weil zum Beispiel Südlink noch nicht fertig ist, die Planungstrassen. Glaubst du, dass wir es jemals schaffen, eine vernünftige Infrastruktur in Deutschland herzustellen, was Strom, also für die Batterien und gleichzeitig für den Wasserstoff mit sich bringt? Also ich glaube, wir werden beides langfristig schaffen. Du wirst eben beim Wasserstoff die Herausforderung haben, diese eine große Logistikkette von Wasserstofferzeugung bis hin Wasserstoffverbrauch zu schaffen. Die Verteilung wird einfacher sein, weil das geht mit klassischen Instrumenten eben mit, wenn du so willst, Tanklastzügen für Wasserstoff. Ja. Beim Strom ist es genau umgekehrt. Da ist dann die dezentrale Verteilung einfacher, aber du musst eben, genau wie du es gesagt hast, diese großen Stromtrassen bauen. Und das ist zumindest innerhalb von Deutschland, aber auch in Europa von der Regulierung, vom Plan her aufwendiger. Nun haben wir uns als Unternehmen ja engagiert, zusammen mit unserem größten Konkurrenten, Volvo Trucks, und wollen eine Brennstoffzellenfabrik in Weilheim Untertech bauen. Ganz wichtig, Untertech. So, Problem da ist, wir eiern jetzt schon über 2 Jahre damit rum, dass wir die Kiste ans Laufen bringen. Kommune, Volksabstimmung, alles soweit im Plan. Schaffen wir das, diese Fabrik in absehbarer Zeit auf die Beine zu stellen? Und ist das tatsächlich dann noch ein strategischer Faktor, wenn sie dann endlich mal läuft? Also wir schaffen es auf jeden Fall. Die Zeitleiste sieht als solche gut aus und wir werden das auf jeden Fall schaffen. Und ist extrem strategisch relevant, weil diese Fuel Cell wird eben gerade in der langen Strecke hohe Effizienz im Transport bringen. Wasserstoff ist zurzeit noch ein etwas teurer Betriebsstoff, der aber günstiger wird. Und damit haben wir mit der Fuel Cell genau das richtige Instrument, gerade im Fernverkehr unsere Trucks zu betreiben. Und ist das denn sinnvoll, mit der Konkurrenz zusammenzugehen? Oder vergibt man sich da eine Chance, sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal zu haben? Gut, das war bei uns eine sehr lange und intensive Diskussion. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Aggregat selbst, ja, das ist differenzierend, aber nicht so differenzierend, dass wir es nicht durch die Auslegung innerhalb des Fahrzeugs noch besser machen können als Mercedes-Benz oder Daimler Truck. Also es differenziert sich über das Fahrzeug als Gesamtheit. Über die Integration, über die Fahrstrategie.
wie du dann auch, also jedes Fuelcell-Fahrzeug wird auch eine kleinere Batterie haben, wie du damit umgehst und wie du die Fahrstrategie von dem Fahrzeug festlegst. Was glaubst du, wie lange wird dieser Prozess dauern? Wir haben ja jetzt Diesel-LKWs in unfassbar großen Mengen mit einer Reichweite, die sehr, sehr anständig ist für die Spediteure. Kommen wir auf den Wechsel zu dekarbonisierten Antrieben eigentlich dahin, dass wir jetzt anders besteuern müssen? Dass wir zum Beispiel eine CO2-basierte Maut haben müssen, um diesen Prozess der Veränderung voranzutreiben? Und können sich das die Speditionen überhaupt leisten? Ja, ich glaube, das ist eine extrem gute Frage. Zurzeit und ich glaube auch mittelfristig wird es nicht anders gehen, als zu sagen, du musst CO2, wenn wir als Gesellschaft das in der Tat loswerden wollen, so besteuern, dass eben CO2 und CO2-freie Betriebsstoffe faire Chancen haben, also gleich sind. Und das bedeutet dann, dass du in der Tat für Diesel mehr zahlen musst, auf der anderen Seite dann eben mit Fuelcell-Fahrzeugen, mit Wasserstofffahrzeugen, Batteriefahrzeugen eben wettbewerbsfähig bist. Und das kann, glaube ich, aber eher dann kurz- bis mittelfristig dazu führen, dass eben Transport etwas teurer wird. Langfristig werden wir sehen, dass hoffentlich durch die reduzierten Preise der grünen Energie du dann wieder zu ähnlichen Preisen kommst wie heute. Drängt sich die Frage auf, inwieweit brauchen wir eigentlich für diesen Veränderungsprozess staatliche Förderung? Und da gibt es ja immer wieder Hickhack drum. Neulich beim Pkw haben sie ja über Nacht sozusagen die Förderung für die E-Fahrzeuge abgestellt. Haben wir da sozusagen einen verlässlichen Partner durch unsere Regierung auf Landes- und Bundesebene, um das zu unterstützen, dass es diesen Wechsel hin zu dekarbonisierten Antrieben gibt? Also ich glaube, das ist ja zweiteilig. Ja? Also brauchen wir Förderung und ist die heutige Förderung verlässlich? Ich glaube, das brauchen wir die Förderung, musst du fast schon als, also es hört sich jetzt zu esoterisch, aber als Gesellschaft beantworten. Also willst du dann am Ende des Tages in irgendeiner Weise den Endkunden dafür zahlen lassen oder gibst du als Gesellschaft in irgendeiner Weise den Zwischenstufen dazu eine Förderung und praktisch sammelst dann in der Übergangsphase das durch Steuern ein? Das, glaube ich, wird man immer in einem Mix beantworten müssen. Ja, dass es natürlich staatliche Förderung bedarf, aber auch viel dann über die Preismechanismen funktionieren müssen. Ist die verlässlich? Und ich glaube, das ist die Kernfrage. Die muss eben verlässlich und planbar sein. Ja, weil unsere Planungszyklen sind 4 bis 8 Jahre, um neue Fahrzeuge auf den Markt zu bringen und neue Infrastruktur ist ein ähnlicher Planungszeitraum. Und dann musst du eben während deiner Investitionsentscheidung wissen, auf welche Regulierung du triffst, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, in dieser Verlässlichkeit würde ich mir höhere Verlässlichkeit wünschen. Ja, ist ein bisschen schwierig zurzeit, auch weil unsere Bundesregierung untereinander im Moment so ein bisschen gegensätzliche Positionen gelegentlich hat, ne? So würde ich das mal ausdrücken. So, nun ist das mit den Antrieben die eine Geschichte, aber inwieweit ist das politische Umfeld, die Geostrategie für dich von wichtiger Bedeutung, was die Unternehmensstrategie angeht? Und das ist auch von entscheidender Bedeutung. Ich glaube, da wurden wir alle als Unternehmen aufgeweckt durch Spannungen oder auch durch Corona in den letzten Jahren, wie anfällig unser System ist auf Spannungen, sei es jetzt geopolitische, aber eben auch welche durch Corona. Und deswegen schauen wir uns das sehr regelmäßig an, um eben zu schauen, was passiert auf der Welt, wo sind welche Wahlen, wo sind welche Konflikte, um dann immer zu schauen, welche Einflüsse das hat und wie wir darauf reagieren. Was wir generell sehen, aber das schon nicht seit den letzten 3 bis 5 Jahren, sondern eher seit den letzten 10 Jahren, dass die Welt sich von der Globalisierung, die wir jetzt gerade in den 90ern, 2000er gesehen hat, eigentlich schon fast vor der Finanzkrise wieder mehr regionalisiert. Durch am Anfang erst Zollschranken, unterschiedliche Freihandelszonen und jetzt eben leider auch noch durch Konflikte, die ein globales Handeln immer herausfordernder machten. Und deswegen ist es wichtig für uns als globales Unternehmen, das zu verstehen und dann eben die Entscheidung zu treffen, wo lokalisieren wir, wo produzieren wir, für welche Region, wie bauen wir unsere Lieferketten auf. Wärst du denn heute dafür, dass wir eine Batteriezellfertigung in der Bundesrepublik installieren? Oder würdest du sagen, lieber woanders, da kriegen wir mehr Geld und es ist geopolitisch sinnvoller? Also aus heutiger Sicht würde dafür sehr viel sprechen in Form von Supply Security und auch in Form von Absicherung des Local Contents in Europa und auch aus dem CO2-Footprint. Wenn ich mir das einfach nur in Form von Preisen anschaue, Verfügbarkeit der Rohstoffe,
dann ist da zurzeit, und Energiepreisen übrigens auch, dann ist da Deutschland zurzeit kein richtig attraktiver Standort. Das heißt auf gut Deutsch Inflation Reduction Act, ja, wir gehen in die USA. Ja. Puh. Das ist aber schon schwierig, oder? Dass man aus einem Hochtechnologieland Deutschland sagt, bestimmte Dinge können wir in der momentanen Situation nicht mehr machen oder wollen nicht mehr, weil wir anderswo glauben, dass wir einen besseren Standort haben? Also das ist ja alles nicht final und dogmatisch. Ja, also es ist zurzeit eine richtige Entscheidung, und das haben wir auch getan, in den USA mit Partnern unsere eine Batteriefabrik aufzubauen. Wenn du dann aber die Gesamtanalyse machst, ist es ja nur ein erster Schritt. Ja, das ist ja nicht so, dass wir jetzt für unsere gesamten LKWs weltweit unsere Investitionen in Nordamerika gemacht haben. Wir müssen uns natürlich kontinuierlich entscheiden, unser nächster Investitionsschritt, wo ist der? Und der wird ja nicht heute fallen. Und deswegen hat Europa und Deutschland natürlich eine Chance, wenn die Verfügbarkeit von günstiger grüner Energie vorhanden ist und wenn wir verstehen, dass die Rohstoffe auch in einer geeigneten Supply Chain nach Europa vorhanden sind. Nun haben wir ja den großen Konflikt Russland, Überfall auf die Ukraine. Wir haben sehr schnell 3 Tage nach dem Überfall beschlossen, unser Werk zu schließen. Ja. Was hat das für Auswirkungen vom strategischen Blick her? Wir haben ja da 10 Jahre Aufbauarbeit betrieben. Kann man sowas überhaupt einfach verkraften? Wie steuert man dann um? Ja gut, das ist in der Tat, wenn du so willst, ein externer Schock auf die Strategie. Das hatte in der Tat, also ich hatte das zumindest nicht auf meiner strategischen Liste. Da geht es um, und das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht, um sehr schnelles Handeln. Ja? Und dann natürlich, wenn du mal damit fertig bist, hier dich aus dem Markt zurückzuziehen, zu überlegen, wie gehst du da langfristig um? Also was bedeutet das für deine Strategie? Und zumindest mittelfristig bedeutet das, dass diese Region als Markt zunächst mal ausfällt, als Sourcing-Markt, als Absatzmarkt und als Technologiemarkt. Und warum gibt es dann noch Unternehmen, die dann einfach sagen, oh Gott, wir produzieren weiter, Stichwort Ritter, Sport, Schokolade? Für die ist Russland ein wichtiger Markt, so wichtig, dass sie das einfach weitermachen. Also ich glaube, da muss man eher die Verantwortlichen bei Ritter Sport fragen. Nachvollziehen kann ich das zumindest aus meiner Sicht auch. Wie wichtig ist für dich persönlich der Kontakt zu Politikern, also auf Landes- und Bundesebene? Ist der wichtig oder sagst du, das sollen lieber andere? Also der direkte Kontakt ist für mich nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir in unserem Unternehmen dort die richtigen Kontakte haben und auch auf der richtigen Gesprächsebene unsere Anliegen vorbringen können. Und wenn du es so als Mitarbeiter des Unternehmens betrachtest, glaubst du, dass wir zu viel Regulierung haben, zu viel, ich sag mal, Verwaltung, zu viel Formalismus, um strategische Entscheidungen zu treffen? Du musst ja einen Sack voll Rahmenbedingungen eigentlich immer überprüfen und so. Schwierig, ne? Ist schwer. Also schau mal, ich meine, also es braucht Regulierung, ist ja unstrittig, absolut. Aber du kannst es eben so machen, dass du Rahmenbedingungen festlegst, die du dann immer schärfst, oder indem du versuchst, heute alle Sachen zu regulieren, von denen du denkst, dass sie in 5 Jahren relevant sind. Und wir nähern uns auf diesem großen Spektrum immer mehr dem Spektrum, dass wir versuchen, Sachen sehr im Detail für die Zukunft zu regulieren. Das, glaube ich, nimmt Dynamik raus, weil du dich damit dann eigentlich mehr damit beschäftigst. Was kann ich damit machen mit dieser sehr detaillierten Regulierung, als es jetzt einfach mal in diesen größeren Rahmenbedingungen auszutesten und dann später zu merken, was muss man vielleicht noch mal zusätzlich regulieren. Ist denn für dich eigentlich das Thema KI für Projektionen in der Zukunft ein Thema? Das ist nicht nur ein Thema, das ist fast schon entscheidend. Echt? Nein, also KI wird einer der Punkte sein, die unser Unternehmen, aber auch alle anderen Unternehmen signifikant beeinflussen werden, weil es einfach die Arbeitsweise, also wie wir als Unternehmen arbeiten, stark ändern wird. Also ich glaube, das kann man genauso vergleichen wie die Erfindung des PCs, dann hier Internet, Mobiltelefone und jetzt KI. Warum ist das so? Weil KI die Möglichkeit schafft, dass du in deiner normalen Sprache mit einer Maschine interagieren kannst und die dann das ganze Wissensspektrum hat, nämlich das Internet, um deine Frage zu beantworten und daraus was zu machen. Und das ist etwas, wo viele Abläufe schneller werden, produktiver werden, wo wir dann eben auch in unseren Gesamtabläufen schneller werden und produktiver werden. Und deswegen wird es relevant und deswegen glaube ich, wenn man das gut nutzt, kann es auch die Transformation wieder unterstützen, weil dort ist, wenn du schaust, welche Ziele wir gerade in Europa haben, Geschwindigkeit extrem relevant. Nutzt ihr das schon zum jetzigen Zeitpunkt oder seid ihr sozusagen in den ersten Schritten? Wir sind in den ersten, also wir nutzen es schon und es sind die ersten Schritte.
Wir nutzen das zurzeit sehr stark für genau solche Anwendungszwecken, wie ich dir gesagt habe, dass wir eben versuchen dann hier mit der KI zu arbeiten. Hier such mir alle relevanten Informationen vom Truckmarkt USA raus, dann kriegst du was und dann fängst du an mit dieser KI das immer weiter zu detaillieren, bis du dann deine Kernfrage beantwortet hast. Aber sind dann menschliche Quellen für dich immer noch wichtig? Ja, natürlich. Zurzeit ist es absolut relevant, dass ein Mensch, gerade was die KI zurückgibt, nochmal durch, wenn du so willst, durch seine Human Intelligence dann so prüft, besser macht, dass wir es verwenden können. Okay, da bin ich mal gespannt. Wir können ja in einem Jahr noch mal darüber sprechen, wie sich KI bei dir entwickelt hat. Gerne. Aber ich habe da jetzt viele interessante Aspekte gesehen aus eurer Arbeit. Freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Sage herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ne? Das war der Be a Mover Talk mit Jan Krönig, dem Strategen der Daimler Truck AG. Ich hoffe, war für euch einiges Interessante dabei, für mich auf jeden Fall. Und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.